Wir kommen jetzt zu den Grundelementen solidarischen Wirtschaftens mit der ersten Überschrift: Was ist Wohlfahrt? Die Lernziele dabei sind, dass Sie Indikatoren von Wohlfahrt kennenlernen und auch die Ziele von Wirtschaften insgesamt reflektieren können. Es gibt seit einiger Zeit schon die Debatte um die relative Gültigkeit der bekannten ökonomischen Indikatoren, allen voran dem Bruttoinlandsprodukt, dem BIP. Und es gibt auch seit einigen Jahrzehnten verschiedenste Versuche, Wohlfahrt anders zu definieren, neu zu definieren. Sehr bekannt geworden ist der Vorschlag einer Heidelberger Forschergruppe um Hans Diefenbacher herum mit dem Konzept eines nationalen Wohlfahrtsindexes. Und ganz nebenbei gesagt ist dies auch jetzt gerade sehr aktuell aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm herausgekommen und wird jetzt Anfang Mai sogar im Bundestag diskutiert. Also auch das ist ein Anzeichen dafür, dass Diskussionen, die lange Zeit in Nischen stattgefunden haben, jetzt plötzlich in die Mitte der Gesellschaft, was auch immer das heißt, also zumindest in eine größere Öffentlichkeit hineinkommen und überhaupt erstmal wahrgenommen werden. Die Problematik erstmal wahrgenommen wird, weil ich denke mal, wenn eine Bundesregierung dieses Thema zur Kenntnis nimmt, dann bedeutet es auch, dass dort allgemein durchdringt, dass die Kategorien, die bisher verwendet werden, eben auch in der Statistik, darum geht es ja, in der ökonomischen Statistik, dass die nicht mehr ausreichen, um zu definieren, wie es um die Wohlfahrt oder die Lebensqualität in einem Land bestellt ist. Es gibt also einen Jahreswohlstandsbericht mittlerweile, der für das Jahr 2019 dann so aussieht, dass bestimmte Indikatoren, die nachgemessen werden, sehr, sehr alarmierend sind. Unter anderem geht es ja darum, dann in diese Wohlfahrtsmessung auch Dinge einzubeziehen, die bisher bei der Wohlfahrtsmessung durch das Bruttoinlandsprodukt einfach außen vor gelassen worden sind. Insbesondere trifft es eben die sogenannten externalisierten Kosten, also in der Regel die ökologischen Kosten der Produktion, die bisher niemals mitgerechnet worden sind. Als Beispiel kann man sich ganz gut vergegenwärtigen, dass ja bei einer Fokussierung auf oder Reduzierung auf das BIP sogar eine Naturkatastrophe eine größeren Ausmaßes wohlstandssteigernd wirkt, indem sie einfach das Bruttoinlandsprodukt in dem Moment hebt, ohne aber natürlich mit einzuberechnen, welche Verluste dem zugrunde gelegen sind und vor allem Verluste, die eben die Gemeinschaft, also die Allgemeinheit zu tragen hat und auch die Natur zu tragen hat. Diese Prozesse und diese Ereignisse können in einer neuen Wohlfahrtsberichterstattung mit erfasst werden und tragen dann dazu bei, dass man sagt, man kommt irgendwie mal so zumindest ansatzweise an eine realistische Wahrnehmung dessen, was unser Wohlstandsmodell an Kosten verursacht, die zwar nicht wir, die Verbraucher, direkt tragen, aber die Allgemeinheit indirekt natürlich zu tragen hat. Sei es durch gesundheitliche Auswirkungen, sei es durch Naturzerstörung. Also es wird dort eben mit einberechnet der ökologische Fußabdruck eines jeden und auch eines Landes. Die Ausgaben für Bildung werden beispielsweise mit hineinbezogen. Die Einkommensverteilung wird auch mit einbezogen, weil, wie gesagt, allein die Angabe, wie viel Bruttoinlandsprodukt entstanden ist, sagt noch überhaupt nichts aus darüber, wie dieser Zugang zu der Wertschöpfung dann
intern verteilt ist. In dem Fall, Jahreswohlstandsbericht 2019, sehen Sie ziemlich viele rote und gelb markierte Indikatoren und nur einen einzigen, der grün markiert ist. Und das ist nämlich der Governance Index, der sich letztendlich darauf bezieht, wie die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist. Und wurde in diesem Jahr als positiv bewertet. Gelb bewertet wurden zum Beispiel die Anzahl von gesunden Lebensjahren. Also das ist auch schon erstaunlich, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass im Zuge der demografischen Entwicklung die Menschen immer älter werden und auch immer länger gesund sind. Allerdings zeigt dieser Index jetzt hier, dass das auch nicht hundertprozentig der Fall ist, weil einfach die Gesundheit auch schon unter der Zerstörung der natürlichen Umwelt entsprechend leidet. Unter dem zum einen und natürlich auch unter der Ungleichverteilung des Einkommens. Was auch gelb ist, sind die Ausgaben für Bildung. Dann die Einkommensverteilung ist als gelb bewertet und rot bewertet sind der ökologische Fußabdruck, und zwar im Verhältnis zur Biokapazität. Ja, also das Verhältnis sozusagen von Inanspruchnahme und Ressourcenverfügbarkeit ist rot bewertet. Die Artenvielfalt und die Landschaftsqualität sind auch rot gekennzeichnet und die Nettoinvestitionsquote sind rot gekennzeichnet. Das heißt, an diesen Punkten kann von positiver wirtschaftlicher Entwicklung keine Rede sein. Das bedeutet, dass selbst ein Land wie Deutschland, was ein entwickeltes Industrieland ist und bisher sozusagen auch uneingeschränkt Wachstum nachzuweisen hatte, dass dort die Lebensqualität auch in vielen Bereichen bereits eingeschränkt ist, dass aber natürlich die Kosten dessen, was an Wohlstand produziert wird, auch verteilt werden, letztendlich auf alle, in dem Fall innerhalb einer Nation, innerhalb von Europa, aber natürlich auch global. Das werden wir gleich noch sehen. Also diese Diskussion ist recht weitreichend und sie hat natürlich auch Auswirkungen auf die Vorstellung davon, was Wirtschaften überhaupt heißt oder was der Sinn des Wirtschaftens ist. Ich gehe auch hier mal wieder zu den Wortursprüngen zurück. Oikos heißt im Griechischen Haus und ursprünglich bedeutet der Begriff Ökonomie Wirtschaft für das ganze Haus. Ja? Also es geht in der Ökonomie darum, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen durch wirtschaftliche Tätigkeit, und zwar für das ganze Haus. Ja? Und nicht nur für einige Privilegierte und für den Rest nicht. Und auch für den ganzen Menschen, ja? Also in seinen Dimensionen, sozusagen in den kulturellen Dimensionen, in den gesundheitlichen Dimensionen, in den ökonomischen Dimensionen, in seinen Möglichkeiten und seinem Entwicklungspotenzial. Das ist im Grunde genommen mit dem Begriff Ökonomie gemeint. Und durch das Entwicklungsmodell, was wir jetzt sehr, sehr lange hatten, ist Ökonomie aber natürlich begrenzt allein auf den Faktor der Wertschöpfung, der monetären Wertschöpfung und dementsprechend in diesem Indikator BIP festgehalten. Wir haben darüber hinaus noch weitere Indikatoren, die auch immer weiter entwickelt werden. Zum einen Wohlfahrtsindikatoren, noch alternative Wohlfahrtsindikatoren, weitere Indikatoren für sozialökonomische Größen, also so etwas wie Einkommen und Einkommensverteilung, Zugang zu Ressourcen, Rente, Rentenhöhe etc. pp. Und dann auch Indikatoren, die ein subjektives Wohlbefinden markieren, beispielsweise das Bruttonationalglück. So wird dieser Indikator genannt, und der kommt aus dem Königreich Bhutan, was in der Glücksforschung als das Land mit dem höchsten Glücksstatus bezeichnet wurde. Und dort ist
dieses Land ist eben vom Buddhismus sehr stark beeinflusst. Und insofern berücksichtigt dieses Bruttonationalglück materielle, kulturelle und auch spirituelle Aspekte. Und ansonsten gibt es beispielsweise noch den Index of Sustainable Welfare. Der bezieht auch die Kosten mit ein, die durch die globale Erwärmung entstehen, durch die Ozonschichtabnahme entstehen und durch ähnliche Schäden, die ja ansonsten, damit bin ich wieder beim Anfang der Vorlesung, die ja ansonsten immer abgekoppelt gesehen werden von dem Restbild. Ja? Also diese Indikatoren folgen auch der Logik, die Dinge zusammenzuführen und zusammenzudenken und daraus eine ganzheitlichere Bewertung vornehmen zu können, die natürlich auch sehr viel genauer dann anzeigt, wo Probleme vorliegen. Ja, dann gibt es den World Happiness Report, der auch sehr, sehr umfangreich ist. Dort werden das ist dann sozusagen die Glücksforschung, die das individuelle Wohlbefinden in jedem Land abfragt. Und Sie sehen jetzt hier schon das hellere Grün, also das sehr ins Auge stechende Grün. Das sind die Länder mit einem sehr hohen Glücksindex. Ja? So, und Sie werden dann auch gleich auf den ersten Blick sehen, das sind natürlich die entwickelten Staaten, fast überwiegend. Dunkelgrün haben Sie jetzt in Europa beispielsweise Skandinavien, aber auch Frankreich, Spanien, Portugal ist nicht dabei und Deutschland ist auch nicht bei den Dunkelgrünen dabei, aber bei den Dunkelgrünen ist Brasilien dabei. Ja? Und das ist zum Beispiel so ein Faktor, der zum Nachdenken anregt, weil Brasilien ist eigentlich ein Schwellenland, ja, was gekennzeichnet ist von sehr viel sozialen Ungleichheiten, von politischen Schwierigkeiten, von hoher Kriminalität, von hoher Armut natürlich auch, von hoher absoluter Armut. Und trotzdem ist Brasilien auf dem World Happiness Report, bei den obersten Ländern dabei. Das ist auch ein Ergebnis, über das man dann nachdenken sollte, weil das auch bedeutet, dass allein diese Indikatoren, also ich komme nochmal zurück zum Bruttoinlandsprodukt, noch nichts aussagen darüber, was das Glücksgefühl in einem Land für das Leben der Menschen bedeutet. Und wenn man sich jetzt genau am Beispiel Brasilien das nochmal herholt, dann wird einem sofort auffallen, dass Brasilien ein Land ist, wie der ganze Kontinent Lateinamerika, was noch geprägt ist von einer starken Wir-Kultur. Ja? Also Brasilien ist zwar auch ein Schwellenland, das heißt ein Land, was sich in der nachholenden Entwicklungsphase gegenüber den entwickelten Industrienationen befindet und auch deren Ziele mehr oder weniger übernimmt. Aber dennoch hat es noch nicht kulturell, ist es nicht so wie die europäischen Länder auf diese Ich-Kultur fixiert, die wir hier haben. Das heißt, es wird dort deutlich bei Befragungen, dass die Menschen ihr Glücksempfinden nur zu einem gewissen Teil aus der materiellen Sicherheit oder aus dem materiellen Lebensstandard entnehmen und viel, viel mehr aus ihren sozialen Bezügen und Beziehungen und auch aus ihrer Kultur. In Brasilien haben sie beispielsweise eine ganz, ganz starke musikalische Vielfalt. Sie haben den Samba beispielsweise, der weltberühmt ist natürlich, der aber auch weniger Folklore ist als der Ausdruck eines tiefen Zusammengehörigkeitsgefühls. Und dieses scheint ein Garant dafür zu sein, wenn man diesen Forschungen folgt, dass Menschen sich glücklich fühlen. Und es gibt eben auch das Wohlstandsparadox, was auch errechnet worden ist, dass nämlich das Glücksgefühl nur bis zu einem gewissen Punkt mit dem Einkommen steigt.
Und in Europa oder in Deutschland, auf Deutschland berechnet, sind es ungefähr 2.500 Euro Einkommen. Also bis dahin sozusagen steigt immer das Glücksgefühl, wenn die Menschen mehr Einkommen haben. Aber darüber hinaus steigt das Glücksgefühl nicht mehr. Es steigt vielleicht dann noch ein bisschen das Sicherheitsgefühl, aber das Glücksgefühl ansonsten nicht mehr. Das heißt, diese Fixierung auf immer mehr Einkommen, immer mehr Vermögen, ja, also letztendlich die Logik der Konkurrenzökonomie, immer mehr Profit zu erwirtschaften, aus Geld immer mehr Geld zu machen, das entspricht gar nicht dem wahren Empfinden der Menschen, die in diesen Ländern leben. Und das ist auch interessant. Es gibt weitere Experimente, die durchgeführt wurden, die zeigen, dass das relative Glücksgefühl auch immer etwas mit dem Umfeld zu tun hat. Also beispielsweise haben Studierende bei einer Befragung angegeben, sie würden lieber 50.000 Euro Jahresgehalt haben, wenn der Rest der Gruppe 25.000 Euro Jahresgehalt hätte. Das wäre ihnen lieber als 100.000 Jahreseinkommen, wenn der Rest 200.000 hätte. Ja, also unterm Strich belegt das auch. Es geht gar nicht darum, wie viel Jahreseinkommen diese Studierenden haben möchten, ob 50 oder 100. Es ging nicht um die absolute Zahl, sondern es ging sehr, sehr stark um das Gefühl, was damit verbunden ist, sich zum Beispiel von dem Rest der Gruppe abzuheben, positiv abzuheben. Ja? Das ist das sogenannte Wohlstandsparadox und es zeigt auch, dass dieses Modell, was dem europäischen oder auch das weltweite Entwicklungsmodell, was dem zugrunde liegt, dass es in gewisser Weise an seine Grenze gekommen ist. Dass die Menschen immer mehr Bedürfnisse entwickeln, die außerhalb dieser materiellen Sicherheit liegen. Jetzt schauen wir nochmal nach Lateinamerika. Dort, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ist auch die solidarische Ökonomie zumindest in ihrer neueren Begrifflichkeit ja entstanden. Und es gab auch zumindest in den meisten lateinamerikanischen Ländern zwar nicht durchgehend, aber immer wieder vielfältige Unterstützung von Seiten der Staaten. Also ein bekanntes Beispiel ist der Alberto Acosta, der den Begriff auch des Buen Vivir entwickelt hat und verteidigt hat gegenüber der Weltgemeinschaft auch und dem es auch gelungen ist, das Recht der Natur in die Verfassung Ecuadors in dem Fall einzubringen, was auch bisher davor immer nur Diskussionen waren, sozusagen, man müsste letztendlich auch der Natur ein Recht geben, ein formalisiertes Recht in der Verfassung eines Landes. Durch ihn wurde dies realisiert. Und er sagt eben ganz klar, das Buen Vivir bezieht sich auch wieder auf die Menschen als Ganze. Ja, kommen wir wieder zum Anfang zurück. Also eine Überwindung sozusagen der ganz normal gewordenen Spaltung in die etwas haben und die nichts haben. Dieser Gewöhnung tritt er entgegen und sagt, es kann nicht sein, dass ein bequemer Lebensstil für wenige auf der Welt ganz normal ist, wenn der Rest der Menschen nicht mal das Notwendigste hat, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und Acosta ist natürlich auch sehr stark geprägt von den indigenen Konzepten in seinem Land. Und für die Indigenen ist selbstverständlich, dass die Natur die Grundlage allen Lebens ist. Das wird jeder auch wissen, der sich schon mal damit beschäftigt hat. Die Natur hat einen heiligen Status und alle Konzepte, die es auch beispielsweise gibt von Bewirtschaftung, von Landwirtschaft, gehen immer davon aus, dass die Natur erstmal als oberstes Prinzip zu erhalten, zu pflegen, zu bewahren ist, um die natürliche Vielfalt sozusagen als Grundlage jeglichen Lebens auf der Erde auch zu garantieren. Und
Zum einen wird eben die Natur als Person gesehen bei den Indigenen und zum anderen hat diese Rückbesinnung letztendlich auf Konzepte der Indigenen auch das Ziel, den ganzen lateinamerikanischen Kontinent letztendlich aus seiner Geschichte der kolonialen Unterdrückung herauszuführen und zu sagen, okay, das waren eigentlich unsere ursprünglichen Werte hier in diesem Kontinent, nämlich die Werte derjenigen, die dort seit Menschengedenken leben und diesen Kontinent auch bewahrt haben. Also es verbinden sich damit auch wiederum mehrere Zielführungen. Aber das Buen Vivir wird international natürlich diskutiert als ganzheitlicher Ansatz, der, wie gesagt, zum einen alle Menschen mit einbezieht, der sich nicht damit abfindet, die globale Ungleichheit oder globalen Ungerechtigkeiten als Normalität zu akzeptieren und der auch die Rechte der Natur berücksichtigen möchte, und zwar eben auch in einem Verfassungsrang. Also die Natur erhält dann letztendlich auch eine Art Menschenrecht und damit verbindet sich auch die Vorstellung im Blick beispielsweise auf die Nation oder das Verständnis einer Nation, dass eine Nation nur in Plurinationalität bestehen kann, in einer großen Diversität der Kulturen bestehen kann. Und auch das ist ein komplettes Gegenmodell zu dem, was wir mit der neoliberalen Globalisierung in den letzten Jahren erlebt haben, nämlich das Modell der kompletten Vereinheitlichung. Ja, ein anderer Aspekt dieses Buen Vivir oder ein konkreter Aspekt ist, sich den wahren Preis der Dinge einfach mal vor Augen zu führen, die insbesondere jetzt in Europa konsumiert werden. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie man die Landnutzung der Europäerinnen und Europäer einfach mal berechnen kann, wenn man eben hochrechnet, wie viel Land die Dinge benötigen, die dann hier in Europa in Massen importiert werden und auch konsumiert werden. Aus so einer Rechnung ergibt sich dann nämlich, dass in der EU-weit 43% mehr landwirtschaftliche Flächen genutzt werden, als zur Verfügung stehen. Ja, also das sind fast 50%, kann man sagen, die außerhalb des eigenen Territoriums genutzt werden. Und das heißt ja auch, dass durch diese Landnutzung schwere Schäden für Ökosysteme in anderen Teilen der Welt einfach in Kauf genommen werden. Und ein Impuls aus dieser Buen Vivir-Bewegung oder Überlegung heraus ist eben auch, die Menschen zu befähigen, also in dem Fall die Europäer, zu befähigen, weniger Ressourcen in Anspruch zu nehmen, die ihnen gar nicht zur Verfügung stehen, sondern eben innerhalb der planetaren Grenzen auch die Landnutzung so aufzuteilen, dass jeder nur das nutzt, was ihm auch wirklich zur Verfügung steht. Im Anschluss an das Konzept des Buen Vivir möchte ich nochmal auf die Definition der solidarischen Ökonomie eingehen, die auch aus Lateinamerika gekommen sind und dort ihren Ursprung haben. Der chilenische Ökonom Migliaro hat untersucht in den 70er Jahren schon, wie Selbsthilfekooperativen in Chile funktionieren, welche Prozesse sie durchlaufen, welche Entwicklungsstadien sie durchlaufen. Und er hat auch untersucht, welche Bedingungen sie zu erfolgreichen Unternehmungen werden lassen und hat darauf beruhend den sogenannten Faktor C formuliert. Und zwar sind das mehrere Begriffe, die alle mit C anfangen, beginnend mit Compañerismo, Freundschaft, Kooperation, Zusammenarbeit, Kommunion, Einheit in der Vielfalt, Kollektividad,
Kollektivität, Charisma, also Charisma, Ausstrahlung, Engagement und natürlich das Ganze noch garniert mit einer Portion Compartir, also dem Teilen. Das ist das, was er den Faktor C nennt. Nochmal rückblickend auf das, was wir vorhin gesagt haben, auch ganz, ganz wichtig bei diesen Initiativen ist eben auch das Charisma, also die Wirkung nach außen und nach innen, also die Begeisterung für die gemeinsame Sache, die teilweise solche Gruppen dann auch hindurchträgt über bestimmte Schwierigkeiten, über bestimmte äußere Faktoren, die ihrem Anliegen entgegenlaufen, etc. pp. Und diese Faktoren bilden auch letztendlich dann die Grundlage des solidarischen Wirtschaftens. In weiterführenden Definitionen wird das solidarische Wirtschaften auch verstanden als ein Wirtschaften, was menschliche Bedürfnisse auf der Basis freiwilliger Kooperation, Selbstorganisation und gegenseitiger Hilfeleistung befriedigen. Das ist die Definition des europäischen Netzwerkes der solidarischen Ökonomie RIPES von 1997. Und die hat sich eigentlich auch sehr stark eingebürgert. Wichtig dabei ist, dass hier davon ausgegangen wird, dass die Bedürfnisse dieser Ökonomie nicht nach außen orientiert sind, sondern nach innen orientiert sind. Das heißt, dass sich die Bedürfnisse an den Kooperationspartnern orientieren und nicht am Markt. Ja? Also es wird eben davon ausgegangen, dass durch die solidarische Ökonomie Bezüge entstehen, die solidarisch sind, das heißt, die persönlich sind, die gegenseitig sind, die freiwillig sind und in deren Mittelpunkt die Bedürfnisse der jeweiligen Partner stehen und nicht die Bedürfnisse des Marktes, der jetzt beispielsweise wieder ein neues Produkt braucht, weil einfach die Innovationsgeschwindigkeit der Märkte das jetzt gerade wieder fordert. Ja? Also beispielsweise ein immer neueres Smartphone oder ein immer günstigerer Tarif von XY, das alles sind Bedürfnisse des Marktes, die der Markt hervorbringt, aber nicht die Menschen, die in einem solidarischen Wirtschaftskreislauf miteinander im Gespräch sind. Und man geht eben auch davon aus, in dieser Definition solidarischen Wirtschaftens, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie das menschliche Bedürfnis überhaupt am Anfang des Wirtschaftens widerstehen kann. Ja? Also ganz übertragen auf den Alltag des Konsumierens würde das bedeuten, ich gehe nicht mehr durch die Welt und nehme mir das ein oder andere, was gerade mir entgegenfliegt, ja, an interessanten, neuen, angeblich wichtigen Dinge, sondern die Wirtschaft fängt bei dem an, was das eigene Bedürfnis ist, ja. Das heißt, das Bedürfnis nach Austausch mit anderen. Das würde beispielsweise dann zur Mobilität führen, ja. Aber auch da steht der Austausch mit den anderen im Vordergrund und nicht irgendein Bedürfnis, beispielsweise mit einem Billigflieger eine sehr weite Distanz zu überbrücken, nur weil das gerade irgendwie interessant ist. Ja? Also so ist die Umsteuerung des Wirtschaftens gedacht und wird auch so erlebt von den Beteiligten an diesen Zusammenhängen, dass die Bedürfnisse aus der Gemeinschaft herauskommen. Also Mobilität ist, wie gesagt, dann kein Bedürfnis, was geweckt wird durch sich überbietende beispielsweise Anbieter, ja, sondern es wird geweckt aus dem Bedürfnis nach Austausch. Ja. Das Gleiche wäre Kommunikation, Telekommunikation oder auch Nutzung des Internets oder auch was auch immer. Es geht gar nicht darum, auch da komme ich jetzt wieder dazu, es geht nicht darum, auf wesentliche Dinge zu verzichten, sondern es geht darum, sie anders zu nutzen und nach anderen Vorgaben zu nutzen, nämlich nach denen, die die Menschen selbst setzen.
Da könnte man auch wieder das Beispiel Wikipedia bemühen. Auch hier steht ja nicht das Interesse sozusagen nach Gewinnorientierung dahinter, sondern einfach das Bedürfnis des Menschen nach Wissen. Ja? Und daraus ist diese Plattform Wikipedia auch entstanden, dass Menschen einfach sagen, ach, ich will das einfach gerne schnell wissen und das Wissen zur Verfügung haben. Und das ist letztendlich der Erfolgsfaktor des Ganzen und nicht jetzt der profitorientierte Markt. Von der Definition her sind diese Formen solidarischen Wirtschaftens insoweit nicht sehr eindeutig, als es Teile gibt, die sagen, das sind freiwillige Vereinbarungen einzelner Menschen und die können entweder eine Ergänzung sein, ja, zu der vorliegenden Form des Kapitalismus, also wo dann mehr Humanität beispielsweise gelebt werden kann, ja, wo Werte gelebt werden können wie Demokratie, interne Demokratie beispielsweise. Das wären in Kooperativen beispielsweise auch die Art des Managements, des Selbstmanagements, des hierarchiefreien Managements und so weiter. Also insofern könnte das eine Ergänzung sein zu dem, was das kapitalistische System anbietet. Und es gibt aber auch einzelne andere, die sagen, unser Ziel ist die Überwindung dieses Systems. Da lässt sich so keine Eindeutigkeit herleiten und ist auch in meinen Augen nicht sehr sinnvoll, sich darüber wirklich dann von Grund auf immer wieder zu streiten, was eine Zeit lang auch geschehen ist, wo es sehr stark dann im ideologischen Streit auch geendet ist zwischen Reformismus und Kleinbürgertum etc. pp. Ich glaube, heute geht es sehr, sehr stark darum zu sehen, jede Form solidarischen Wirtschaftens hat ihre Berechtigung und ist an dem Ort, an dem sie stattfindet, auch sicherlich erstmal okay, weil sie von den Menschen, die daran beteiligt sind, erstmal so gewählt wird. Und natürlich können diese Formen dann auch ausgebaut werden, teilweise auch mit Unterstützung des Staates, teilweise ohne den Staat. Aber auch das ist jeweils das Ergebnis der Entscheidungen der Beteiligten.